Heute wollen wir mal über die Ulme sprechen. So, wir wollen uns heute die Ulme mal angucken. Wir wollen sie mal zurückschneiden. Ihr seht, der Herbst steht bei der Ulme schon vor der Tür. Wir haben ja schon einzelne gelbe Blätter, die sich langsam Herbstfärbung annehmen. Warum habe ich die Ulme so lang wachsen lassen? Die Ulme hat dieses Jahr mir einen großen Schrecken bereitet. Die Ulme hat erst im Juni angefangen auszutreiben. Das hatte ich noch nie. Also wie gesagt, das war wirklich spät dieses Jahr. Und auch ein paar Sachen habe ich drin, die mir ein bisschen Angst bereiten. Das gucken wir uns heute mal an. Ich habe hier 2, 3 Triebe, wo gar keine Blätter dran sind. Das kann natürlich auch daran liegen, dass sie schon abgefallen sind. Aber das gucken wir uns heute mal genauer an. Dann will ich euch dann später, wenn sie fertig geschnitten ist, noch eine Problemstelle zeigen, die der Baum leider hat. Aber ich habe euch ja wie gesagt vor 2 Videos mal ein Video gebracht über Geduld und dass im Bonsai nie immer perfekt sein muss. Deswegen ist das nicht so schlimm. Aber wir werden den Baum erstmal zurückschneiden und dann sehen wir mehr davon. Dann sehen wir die bessere Aststruktur und dann gucken wir uns das Ganze mal an.
Jetzt ist der Baum soweit zurückgeschnitten. Ihr seht, der ist relativ kompakt. So, und jetzt sind wir schon an dem Punkt angelangt, was ich euch zeigen wollte. Sind doch zwei größere Äste. Die getrocknet sind. Warum auch immer. Muss ich jetzt mal gucken, wie das im Frühjahr aussieht. Im Frühjahr werde ich ihn wahrscheinlich dann mal ein bisschen stärker zurückschneiden. Also das, was ich jetzt gemacht habe, ist bloß in Form- oder Haltungsschnitt. Also das ist jetzt kein großer Schnitt, wo ich sage, ich schneide jetzt große Äste raus. Das machen wir im Frühjahr. Das machen wir nie jetzt, das machen wir im Frühjahr. Jetzt ist wie gesagt nur ein kleiner Formschnitt, dass er dann das Herbstlaub, dass man dann schöne Fotos machen kann, dass er einfach wieder ein bisschen in der Form ist. Und das gucken wir uns dann mal an, wie das dann aussieht, wenn wir dann ein bisschen dickere Äste mal rausschneiden. Das machen wir dann aber im Frühjahr. Jetzt hole ich euch mal ein kleines bisschen ran. Jetzt zeige ich euch mal die Äste, die da abgestorben sind. Mal kurz gucken, ob die Kamera sich einfängt. Ja, schlecht. Aber ihr seht es ja im Bild, die 2, 3 Äste, oder ja, 2, 3 sind es, die abgestorben sind. Da sind noch kleine Äste dran. Deswegen ist das nicht ganz so schlimm. Aber da gucken wir mal, wie das aussieht. Ob wir da im Frühjahr die komplett rausschneiden oder das werden wir mal sehen. So, jetzt zeige ich euch noch schnell den Bereich, was die Ulme aus meiner Sicht ein bisschen zu einem Problembaum macht. Das ist, wie gesagt, es ist ein Baum, den habe ich damals für 60 € im Tierpark gekauft in Bretten. Das ist auch noch in Baden-Württemberg, der ist auch noch relativ, den habe ich schon relativ lange. Ist auch mit einer meiner ersten Bäume. Und ja, ich weiß es nicht, ob man es erkennen kann. Der Baum hat hier so eine komische Stelle. Hier sieht man es vielleicht besser. Der hat hier so eine komische Biegung. Die sieht wunderschön aus. Wie gesagt, das ist, wenn das jetzt der ganze Baum ein geschwungener Baum wäre oder sagen wir so ein frei aufrechter Baum, wäre das wunderschön. Aber der Baum hat hier halt, das kaschiere ich immer so schön mit den Laubpolster hier, der Baum hat einen total geraden Stamm. Kann man hier noch besser sehen. Das Stück hier ist komplett gerade. Aber den Ast jetzt rauszuschneiden oder die Spitze sozusagen, ich habe hier schon mal was gemacht. Ich habe hier vor Jahren, habe ich mal den Ast ein Stück eingesägt und habe den Ast ein Stück weiter rüber gebracht, aber das hat die Situation nicht wirklich verbessert. Deswegen ist der Baum so, wie er ist und der bleibt auch so. Also man kann da wirklich nichts verändern. Das ist halt, wie gesagt, auch vom Nebari her ist der von Anfang an nie richtig kultiviert worden. Man könnte jetzt sagen, man moost ihn ab, dass man sagt, man tut hier abmoosen, aber selbst das würde keine Verbesserung bringen. Es bleibt ein gerader Baum und es bleibt auch kein perfekter Baum, aber das ist einfach die nie perfekte Ulme und da ist es so. Ganz einfach. Genau. Das sollte es mal für die Ulme gewesen sein. Wie gesagt, im Frühjahr gucken wir uns die Stellen mal an, was hier aus den trockenen Stellen wird. Und dann gucken wir einfach mal weiter. Wie gesagt, wer den Kanal noch nie abonniert hat, macht's einfach, lasst mal ein Abo da. Es kommen noch viele weitere spannende Videos und wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao!